Hallo, ich bin Melanie und willkommen auf dem Dishpuss Dashboard. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du einem Artikel ein Optionenmenü hinzufügen kannst. Klicke zunächst auf Artikel. Gehe dann zu Optionenmenü. Du befindest dich nun in der Übersicht deiner Optionenmenüs. Klicke auf Plus Optionenmenü hinzufügen, um ein Menü zu erstellen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du die erforderlichen Angaben machen musst. Beginne damit, den Namen in das entsprechende Textfeld einzutragen. Um festzulegen, ob ein Artikel separat zubereitet werden soll oder nicht, verwende das entsprechende Dropdown-Menü. Lege dann in den entsprechenden Feldern die minimale und maximale Auswahl für dieses Optionenmenü fest. Klicke anschließend auf Plus Option hinzufügen, um die Optionsdetails festzulegen. Gib nun deinem neuen Optionsdetail einen Namen. Verwende dazu das entsprechende Textfeld. Wähle dann über das entsprechende Dropdown-Menü aus, um welche Art von Option es sich handelt. Du kannst zwischen Kommentar und Artikeloption wählen. Wenn du den Typ der Option als Kommentar festlegst, kannst du wählen, ob diese Option auf dem Bon gedruckt werden soll oder nicht. Verwende dazu das entsprechende Dropdown-Menü. Wenn du den Typ des Optionsartikels auf Produktoption setzt, kannst du nun zusätzlich zu der Frage, ob die Details auf dem Bon ausgeblendet werden sollen oder nicht, dieser Option auch einen bestehenden Artikel zuordnen. Darüber hinaus wird der Optionspreis des gewählten Artikels auf der Rechnung hinzugefügt, wenn diese Option während des Bestellvorgangs ausgewählt wird. Entscheide zunächst, ob der Artikel separat zubereitet werden muss. Verwende dazu das entsprechende Dropdown-Menü. Wähle dann einen Artikel über das entsprechende Dropdown-Menü aus. Wenn du das Dropdown-Menü verwendest, kannst du deinen Artikel über die Suchleiste suchen oder durch deine Artikelliste blättern. Wenn du die Option eingerichtet hast, klicke auf Hinzufügen, um sie dem Optionenmenü hinzuzufügen. Sobald du deine Optionen hinzugefügt hast, klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Um das neue Optionenmenü zu nutzen, musst du es einem Artikel zuordnen. Navigiere dazu zu Artikel. Von dort aus kannst du über das Bearbeitungssymbol die Einstellungen des Artikels öffnen, dem du das Optionenmenü zuweisen möchtest. Klicke unter Pop-ups auf Plus Optionenmenü hinzufügen, um ein Optionenmenü zuzuweisen. Verwende nun das vorgegebene Dropdown-Menü, um das gewünschte Optionenmenü auszuwählen. Klicke dann auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Das war's. Du hast das Tutorial abgeschlossen und weißt nun, wie du einem Artikel ein Optionenmenü hinzufügen kannst. Denk daran, dass du die Änderungen, die du vorgenommen hast, an dein System senden musst, indem du zu den allgemeinen Einstellungen navigierst.